Hallo, in diesem Video zeige ich euch, welche Lagebeziehungen es zwischen zwei Ebenen gibt und wie man sie berechnet. Zwei Ebenen im Raum können entweder zueinander parallel sein, so wie hier, oder identisch, wenn sie unmittelbar aufeinander liegen, oder schneidend, wenn sie schräg zueinander verlaufen. Für Ebenen gibt es nur diese drei Möglichkeiten. Im Unterschied zu Geraden gibt es bei Ebenen kein Windschief. Das liegt daran, weil Ebenen in alle Richtungen unendlich groß sind, anders als hier, denn ich kann ja keine unendlich großen Ebenen zeichnen, aber dadurch müssen sich Ebenen, die schräg zueinander stehen, irgendwo schneiden. Es kann also kein Windschief geben. Schauen wir uns nun an, wie man die Lagebeziehung aus den Ebenengleichungen bestimmen kann. Wir gehen davon aus, dass wir die Ebenengleichung in der Koordinatenform gegeben haben, so wie hier. Falls die Ebenen in der Parameterform gegeben sind, dann ist es günstig, sie zuerst in die Koordinatenform umzurechnen. Wir können nämlich anhand der Koordinatenform die normalen Vektoren dieser Ebenen leicht ablesen. Diese Ebene hat den normalen Vektor 1, 2, minus 1 und diese Ebene hat den normalen Vektor 2, 4, minus 2. Und die normalen Vektoren stehen ja immer orthogonal auf der jeweiligen Ebene. Das heißt, wenn die beiden normalen Vektoren zueinander parallel sind, dann müssen auch die zugehörigen Ebenen zueinander parallel sein. Das heißt, wir brauchen nur die beiden normalen Vektoren zu überprüfen, ob sie zueinander kollinear sind, also in die gleiche Richtung zeigen. Das kann man rechnerisch überprüfen, indem man schaut, ob sich der eine Vektor durch Multiplikation mit einer Zahl aus dem anderen Vektor ergibt. In diesem Fall sieht man, das ist durch den Faktor 2 der Fall. Also sind die beiden normalen Vektoren kollinear und die beiden Ebenen sind parallel. Man erkennt es auch sofort an den beiden Koordinatengleichungen. Ich kann die linke Seite mit 2 multiplizieren, dann kommt die andere Ebene heraus. Auf der rechten Seite funktioniert es jedoch nicht. Habe ich jedoch zwei identische Ebenen, so wie hier, dann ändert sich auf der linken Seite nichts am normalen Vektor. Der ist ja gleich geblieben, zeigt immer noch in dieselbe Richtung. Aber auf der rechten Seite kann ich nun mit der gleichen Zahl 2 multiplizieren, sodass sich die andere Ebene ergibt. Also kollineare normalen Vektoren bedeutet entweder die Ebenen sind parallel oder identisch. Aber ich kann die beiden Fälle unterscheiden. Wenn ich nämlich die eine Gleichung mit einem Faktor multipliziere und es kommt vollständig die andere Gleichung raus, dann sind die beiden Ebenen identisch. Ist das nicht der Fall, so wie hier, dann sind sie echt parallel. Sind die beiden normalen Vektoren nicht kollinear, so wie hier, dann sind die beiden Ebenen schneidend. Wir sehen, diese Ebene hat den normalen Vektor minus 1, 3, 1 und diese hat 2, 4, minus 2 und ich kann diese beiden Vektoren nicht durch Multiplikation mit irgendeiner Zahl ineinander umrechnen. Die beiden Ebenen sind schneidend. Das sind die drei Lagebeziehungen für Ebenen. Ich will nun zeigen, welche Eigenschaften diese jeweiligen Lagebeziehungen haben. Sind beiden Ebenen parallel, dann haben sie keinen gemeinsamen Schnittpunkt. Außerdem haben sie überall den gleichen Abstand d voneinander. Falls man diesen Abstand d berechnen möchte, kann man sich irgendeinen Punkt auf der einen Ebene suchen, ganz egal welchen, denn die haben ja alle den gleichen Abstand, und kann nun diesen Abstand mit dem sogenannten Lot-Fußpunkt-Verfahren ausrechnen. Zum Lot-Fußpunkt-Verfahren mache ich ein eigenes Video. Sind die beiden Ebenen identisch, dann haben sie alle Punkte gemeinsam und der Abstand ist natürlich 0. Sind die beiden Ebenen schneidend, dann gibt es als gemeinsame Schnittmenge hier eine Schnittgerade und einen Schnittwinkel Alpha. Diesen Schnittwinkel Alpha, den kann man leicht berechnen, indem wir uns wieder die beiden normalen Vektoren anschauen. Die bilden nämlich ebenfalls denselben Schnittwinkel Alpha miteinander. Und wie man einen Winkel zwischen zwei Vektoren ausrechnet, das kennt ihr schon aus anderem Zusammenhang, nämlich mit dieser bekannten Kosinusformel. Cosinus Alpha ist das Skalarprodukt der beiden Vektoren, geteilt durch die Längen der beiden Vektoren.
Dies wollen wir mal für das Beispiel dieser beiden Ebenen ausrechnen. Wir bilden zunächst das Skalarprodukt der beiden normalen Vektoren. 2 mal minus 1 plus 4 mal 3 plus minus 2 mal 1, das ergibt 8. Das ist schon mal hier dieser Zähler. Im Nenner stehen die Längen der beiden Vektoren. Die Länge von n1 mit der Wurzelformel ergibt 24, also Wurzel aus 24, und die Länge von n2 ist Wurzel aus 11. Nun können wir diese drei Werte hier einsetzen und bekommen Cosinus Alpha ist 0,49. Da wir nicht Cosinus Alpha ausrechnen wollen, sondern Alpha selbst, lösen wir diese Gleichung nach Alpha auf mit Hilfe des Arcus Cosinus. Alpha ist also Cosinus hoch minus 1 von 0,49. Das ergibt ungefähr 60,5 Grad als Schnittwinkel Alpha. Falls man noch diese Schnittgerade hier berechnen möchte, kann man dafür eine vektorielle Geradengleichung aufstellen. Ihr kennt das so mit Stützvektor und Richtungsvektor. Wie das funktioniert, das zeige ich euch im nächsten Video.